Ich habe eine riesen Frustration im Bereich der Klimakommunikation. Es gibt in unserer Gesellschaft auf der einen Seite so eine Ermüdung diesem Thema gegenüber und auf der anderen Seite ja nach wie vor die Leugnung, die, glaube ich, viel aus einer Überforderung kommt. Ich bin Hilke Marit Berger, ich bin Kulturwissenschaftlerin und ich bin die wissenschaftliche Leitung vom City Science Lab an der Hafen City Universität in Hamburg. Ich bin aufgewachsen in Niedersachsen in einer kleinen Stadt in Wolfenbüttel und da gab es damals schon die Theaterform, ein großes internationales Festival. Und ich habe da Produktionen gesehen, die mich als Kind schon unglaublich berührt haben und wahnsinnig bewegt. Und ich glaube, ich habe da schon für mich selber verstanden, was für eine unglaubliche Kraft Kunst und Kultur haben kann. Und auch wie international sich das Leben dadurch anfühlen kann, selbst in so einer kleinen Stadt. Also in diesem ganzen Bereich Klimaadaption und der Forschung dazu geht es ganz viel um Zahlen und Fakten. Meeresspiegel steigen so und so hoch, die Temperatur erwärmt sich um so und so viel Grad. Und dieses Wissen braucht die Wissenschaft, um sich vorstellen zu können überhaupt, was da auf uns zukommt. Was aber da überhaupt nicht adressiert wird, sind die Konsequenzen auf einer sozialen Ebene für die Menschen. Und der Bereich, mit dem wir uns in dem Thinking Cities Projekt beschäftigen, nämlich kulturelles Erbe, der bietet, glaube ich, was ganz anderes als Zahlen und Fakten, nämlich die Möglichkeit, sich vor allen Dingen auch mit Geschichten zu beschäftigen. Diese Frage, wie man mit Überflutungen, Überschwemmungen, versinkenden Städten umgeht, ist ja keine neue, sondern die gibt es quasi seit es Menschen gibt, weil die einfach an Wasser gesiedelt haben. Und deswegen gibt es auch ganz viele Sagen, Märchen, also in diesem Bereich immaterielles Kulturerbe, ein riesen Wissensfundus dazu. Weil dieser ganze Bereich Storytelling, Narrative ist total wichtig für uns Menschen, weil wir darüber unsere Realität bauen und wahrnehmen. Und das kann nur Kunst und Kultur leisten. Kunst ist immer eine sinnliche Unterbrechung des Alltags oder des Alltäglichen. Und diese sinnliche Erfahrung von ganz unterschiedlichen Themen, die ist eine Riesenmöglichkeit, Wissen ganz anders zugänglich zu machen, auch anderen Menschen zugänglich zu machen. Also dieses Projekt ist entstanden aus einem Netzwerk, was Jan-Philipp Possmann gegründet hat und hat eine Riesensammlung einfach angefangen von ganz, ganz unterschiedlichen Dingen. Also von Manga-Comics bis hin zu uralten Sagen und Mythen. Und das war tatsächlich genau diese ursprüngliche Frage, inwieweit gibt es lokales kulturelles Erbe, in dem Wissen steckt für versinkende Städte. Wir als sozusagen kulturelle Weltgemeinschaft, die kulturelles Erbe weitergegeben hat, wir beschäftigen uns damit seit 4000 Jahren. Mein Name ist Jan-Philipp Possmann und ich bin Kulturwissenschaftler und Kurator. Und ich habe mir vorgenommen, das, was ich kann, aus der Kultur einzubringen und habe dafür zum einen ein Netzwerk gegründet mit Kultureinrichtungen in Küstenstädten, die sich auch mit diesem Thema beschäftigen wollen. Das sind wissenschaftliche Einrichtungen und Kultureinrichtungen, die gesagt haben, okay, wir wollen zusammenarbeiten, um die Bevölkerung in unseren Städten bei dieser Transformation zu unterstützen. Wir haben von der Bibel, dem Gilgamesch-Epos über die Literatur des 18., 19., 20. Jahrhunderts bergeweise Material. Und wir haben auch unglaublich viel Wissen. Und es ist erstaunlich, wie viel Wissen zwar da ist, aber überhaupt nicht angewandt wird. Also in der Architektur, in der Stadtplanung, in Verhaltensweisen. Hilke Berger und ich sind eigentlich beide sehr interessiert an interdisziplinären Prozessen und haben uns dann überlegt, dass wir aufbauend auf einem Netzwerk, was es bereits gab, in 3 verschiedenen Städten auf der Welt Projekte durchführen, zusammen mit Partnern vor Ort, die wir dann beobachten, beschreiben und auswerten können. Die Förderung der Volkswagen Stiftung ist tatsächlich besonders und für uns besonders toll, weil sie uns ermöglicht, wirklich auch in der Wissenschaft zu experimentieren, mit der Möglichkeit auch zu scheitern. Uns war wichtig, eine Stadt in Afrika zu haben. Alexandria ist einfach eine Stadt, die schon sehr, sehr massiv mit dieser Überschwemmungsthematik konfrontiert ist. In 2050 wird wahrscheinlich die ganze Stadt untergegangen sein. Und dann wollten wir gerne eine Stadt im globalen Süden, die wie so eine Metapher steht für versinkende Städte.
Und deshalb haben wir uns für Jakarta entschieden. In Jakarta gibt es auf der einen Seite den steigenden Meeresspiegel, auf der anderen Seite aber durch die ganzen Bauprojekte wird ganz viel Grundwasser und ganz viel Sand abgetragen und die Stadt quasi sinkt zusätzlich. Und in Bremen wiederum gibt es durch die Begradigung der Weser und durch den ganzen Umgang mit den Wasserläufen das Problem, dass da neue Deiche gebaut werden müssen, weil auch da aufgrund von Winterstürmen vor allen Dingen und Hochwasser im Winter einfach mehr Wasserdruck reinläuft. Da aber die Gesellschaften sehr unterschiedlich sind, sind natürlich auch die Formate, die wir dann gemeinsam entwickeln, unterschiedlich. Hier in Bremen ist es so, dass die Schwankhalle ein Team von 3 Künstlern eingeladen hat, gemeinsam mit uns und der Schwankhalle ein Projekt zu machen, was hier von März bis Mai 2025 realisiert wird und wo es darum gehen wird, die Lage und das direkte Umfeld sozusagen mit einzubeziehen, weil genau hier eben der Deich erhöht werden muss. Das heißt, es kommen extrem aufwendige Baumaßnahmen, wo aber jetzt schon seit Jahren sozusagen Diskussionen in der Bevölkerung laufen. Wie soll das aussehen? Was machen wir da? Was verlieren wir? Was gewinnen wir bei diesem Prozess? Es gibt einen ganz großen Bereich im Bereich Klimaanpassung, der viel mit sozialem Miteinander zu tun hat, mit Emotionen, Trauerarbeit, Hoffnung, mit Gemeinschaften, die sich dadurch verändern, mit Menschen, die umsiedeln müssen. Und dieser ganze Bereich, wie man als Gesellschaft, als soziales Wesen mit dieser Klimaanpassung umgeht, ist etwas, was man eben nicht über einen Deich lösen kann, sondern da braucht man anderes Wissen. Da braucht man auch andere Zugänge und auch andere Lösungen für. Ich glaube, dass der Umgang mit diesem ganzen Thema der Klimaveränderung sehr unterschiedlich ist, je nachdem, in welchem Land man lebt, in was für Verhältnissen man auch lebt, wie gut oder wie schlecht es einem geht. Ich glaube, es ist ein Privileg letzten Endes, sich damit beschäftigen zu können, auf der einen Seite. Auf der anderen sind die Menschen, die damit vor allen Dingen konfrontiert sind im globalen Süden, die sind einfach schon in genau diesen Szenarien. Diese Forschung bei Thinking Cities kann auf einer Policy-Ebene, wenn sie ernst genommen wird, tatsächlich wirkmächtig werden, wenn kulturelles Erbe als ein sogenannter softer Faktor für Klimaadaption wirklich ernst genommen wird.